Dear representative of the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Mrs. Harvey, dear representatives of Youth for Ocean, we, students of the world representing the future world generations, we, European citizens, are taking part in an Erasmus Plus project called One Step Forward. Together, representatives of our countries, Germany, Spain, Lithuania and France, have become aware of the present situation of the ocean and its emergency. That is why we are writing this letter to alert you about various dangers related to ocean resources, trade and transport, agriculture and aquaculture around the world, and propose solutions to solve these problems. We are in jeopardy. How are we supposed to stay silent when we are already aware of the danger? Durante nuestra investigación, hemos descubierto que el ecosistema marítimo se enfrenta a numerosos peligros debido al cambio climático y la actividad humana. Por una parte, por ejemplo, el fitoplancton y los tiburones son víctimas del calentamiento y la acidificación del agua. El fitoplancton está también en peligro a causa de los microplásticos, mientras que los tiburones sufren por la sobrepesca, la pesca furtiva y la de arrastre. También hemos constatado que algunas empresas ponen en peligro la vida marina, porque alteran la cadena alimenticia en los mares y su funcionamiento. ¿No os dais cuenta de que el océano ya no es un mundo silencioso? Todo ese ruido impide a los animales comunicarse entre sí. Des Weiteren ist die übermäßige Nutzung von Düngern und Pestiziden ein wachsendes Problem, das zu einer zunehmenden Verschmutzung unserer Gewässer führt. Sind Sie sich dessen bewusst, dass all das später auf unseren Tellern landet? Wie soll es eine Zukunft geben, wenn sie uns nicht helfen, etwas zu verändern? Darüber hinaus sind Ölfirmen aufgrund der Menge an Öl, die sie täglich pumpen, für das Leben in den Meeren gefährlich. Die Ölforderung zerstört Biomasse in der Nähe der Pumpstationen und dadurch leiden die einheimischen Bürger unter Nahrungsmittelknappheit. Überfischung und Aquakulturen zerstören auch die Biodiversität unserer Meere. Wir dürfen nicht, wie einige andere Länder oder Unternehmen, für einen starken Rückgang der Artenvielfalt in ihren Meeren verantwortlich sein. Schließlich beeinträchtigen einige Länder auch die biologische Vielfalt der Meere, da sie die Arten aufgrund ihrer übermäßigen Nutzung von Transportmitteln auf dem Meer und der Verschmutzung durch Plastik gefährden. Wussten Sie, dass auf den Malediven, einem stark von Tourismus abhängigen und bereits vom Klimawandel betroffenen Land, täglich 860 Tonnen weggeworfen werden? Tatsächlich sind etwa 21% der Verschmutzung auf den Tourismus zurückzuführen. Wenn wir weiter zu viel fischen, Meereslebensräume zerstören und die Ozeane verschmutzen, werden bis 2048 die meisten Meereslebewesen ausgestorben sein. Ist das wirklich die Welt, in der wir leben wollen? Atsižvelgiant į minėtas problemas ir suprantat, kad situacija nėra lengva, prašome jūsų pagalbos. Mes sugalvojame skubius ir naudingus sprendimus. Plastikinių pakuočių naudojimas turėtų būti ribojamas, o popierinių ir perdirbtų skatinimas. Jūs mums taip pat galite padėti populiarinti ir organizuoti paplūdimių tvarkymą. Akvakultūros srityje mes reikalaujame griežtesnių žvejybos apribojimų. Taip pat reikalaujame daugiau jūrinių rezervatų, kad būtų apribota žmonių įtaka ir būtų galima sukurti vietas, kur jūro organizmai galėtų atsigauti ir kovoti su savo populiacijos nuosmukiu. Taip pat mes raginame jūs skirti didesnį finansavimą, kuriant naujas vandens valymo technologijas, kurios vėliau būtų naudojamos visame pasaulyje. Afin de rendre l'agriculture plus respectueuse de l'environnement, nous devons accroître les taxes sur les engrais et les pesticides et en même temps récompenser les entreprises faisant des efforts. Les entreprises agricoles travaillant aussi en circuit court devraient aussi recevoir une aide financière. Les compagnies de tourisme devraient être punies et recevoir des amendes lorsqu'elles sont responsables de la pollution des océans, soit en jetant leurs déchets en mer, soit par la construction d'infrastructures qui détruisent l'environnement. Enfin, nous devons également réguler le flux du transport maritime des cargos. Nous savons que les choses changent, mais pas suffisamment vite. Espérons avoir de vos nouvelles afin de faire le prochain pas ensemble. Sincères salutations, les étudiants du projet Erasmus+, venant d'Allemagne, Lituanie, Espagne et France.